Umringt von hohen Bergen liegt das Dorf Göschene zoberste Murner Rüstal. Das Dorf macht schwierige Zeiten durch. Es leidet unter einer hohen Abwanderung. Viele Häuser stehen leer und sind baufällig, auch Hotels sind am Verkehren. Heute leben noch knapp 450 Leute in Göschene. Vor 50 Jahren waren es einmal 1300. Leben soll jetzt aber bald wieder auf Göschene zurückkommen. In 2 Jahren kommen 170 Arbeiter ins Dorf. Sie bauen am neuen Gotthardtunnel, bleiben 7 Jahre und brauchen die Unterkunft und Verpflegung. Die Valentina Kumpusch ist Projektleiterin für den zweiten Gotthardtunnel beim Bundesamt für Strassen. Sie erklärt, was geplant ist. Da hinten, wo diese Garagen sind, ist auch eine Parzelle, wo man Container als provisorische Unterkünfte aufstellen könnte. Die Parzelle gehört dem Kanton. Und so haben wir gesehen, hier im Zentrum kann man wirklich diese ungefähr 170 Schlafplätze, Einzelzimmer für die gewerblichen Mitarbeiter und Tunnelbauern sozusagen hinstellen. Die Container für die Arbeiter am Dorfrand sind 3stöckig geplant, mit Einzelzimmern für die 170 Leute. Das Projektbild zeigt, wie die Unterkunft aussehen soll. Extra neu eingestellte Unterkünfte, das ist eine verpasste Chance, kritisiert der Gotthard-Kenner und Historiker Kilian Elsasser, der zu Göschene ein Haus hat. Die Art des Projekts finde ich nicht gut gelungen, weil es nicht nachhaltig ist. Also es gibt in diesem Dorf sehr viele leere Häuser oder teilweise leere Häuser. Und das wäre die Gelegenheit, dass ein Teil der Arbeiter in diesen Häusern wohnen könnte. Und das wäre auch ein Anreiz, um die zu investieren, die wieder zu sanieren. Und wenn die wieder gehen, sind die Häuser saniert. Tunnelarbeiter sollen Göschene langfristig etwas bringen, das Dorf aufwerten. Ein Beispiel, wie das könnte aussehen, zeigt uns der Hotelier von der Krone. Wenn er ein paar Jahre lang Tunnelarbeiter unterbringen könnte, würde er das Nebenhaus vom Hotel umbauen. Ich denke, ich habe es jetzt mal so ein bisschen vermessen und durchgeschaut. Man könnte 9 Zimmer realisieren und einen großen Küchen- und Gemeinschaftsbereich. Das wäre so ungefähr das, was machbar wäre in dem Haus. Die Arbeiter im Dorf verteilt statt in der Containersiedlung. Für das Bundesamt für Strassen sind die Pläne nicht realistisch. Das Problem im bestehenden Dorf, wir haben zwar ein paar Hotels, aber alle sind viel zu klein. Alle haben 10, 15, maximal 20 Zimmer. Meistens sind Doppelzimmer. Entspricht nicht ganz die Anforderungen. Wir müssen Einzelzimmer anbieten und sie sind überall im Dorf verteilt. Und wenn die Leute aus dem Tunnel kommen mit den Mannschaftsbussen, muss alles zentral sein. Praktisch und nahe muss es sein. Das gilt auch für die Kantine, die direkt neben der Containerunterkunft geplant ist. Weil die Arbeiter im Schichtbetrieb arbeiten, wird sie rund um die Uhr offen sein. Auch mit diesen Plänen enttäuscht das Bundesamt den Historiker. Sein Vorschlag: die Kantinen im Bahnhofbuffet. Der historische Ort, wo bereits der italienische König gegessen hat, ist seit ein paar Jahren geschlossen. Das wäre jetzt ideal als Kantine für die Arbeiter, für die Mineure, die die 2 Röhren bauen. Das wäre von dem her so wie ein Signal für einen Aufbruch von Göschene. Überlegungen, die der Gemeindepräsident nachvollziehen kann. Nach vielen Gesprächen steht die Gemeinde jetzt aber hinter der neuen Kantine, damit alles zentral ist. Wir sind jetzt auf dieser Überzeugung, dass man eigentlich das Zentrale am Ort machen muss, gegenüber diesen Arbeitern, dass die, wenn sie Arbeitsschluss haben oder zur Arbeit gehen, nicht durch das ganze Dorf durchlaufen. Unterkunft und Kantine in neuen Container oder zu Göschene auf alte bestehende Häuser verteilt. Für das Bundesamt ist das auch eine Preisfrage. Es ist nicht Aufgabe von Astra, ich sage, ja, Entwicklungsprojekte oder Immobilienprojekte zu machen. Das ausgeschaffte Projekt wird noch in diesem Frühling öffentlich aufgelegt. Dann können sich alle Betroffenen zu den Plänen offiziell äußern.